können Sie mir mal das Salz geben? Sie meinen, können Sie mir das Salz reichen? Oh, ich habe die Nase voll. Sie meinen, Sie sind der Sache überdrüssig? So geschwollen redet doch kein Mensch. Sie meinen, so eine Ausdrucksweise findet im Alltag keine Verwendung? Sicher, so sprechen wir tatsächlich nicht im Alltag, wenn wir auf der Straße sind oder wenn wir uns mit Freunden, Familie oder Bekannten unterhalten. Aber sobald es in die formelle, offizielle Sprache geht oder du auf der Arbeit vielleicht eine Präsentation halten musst oder du einfach einen Text liest oder verfasst, sollten dir einige dieser Ausdrücke und Wörter bekannt sein und vor allem sollte dir die gehobene Sprache nicht fremd sein. Daher zeige ich dir in diesem Video, wie umgangssprachliche Sätze in der gehobenen Sprache klingen. Los geht's! Bevor wir mit den Beispielen starten, solltest du zunächst einmal wissen, dass wir zwischen unterschiedlichen Sprachebenen unterscheiden. Zum einen haben wir die Mundart. Darunter fallen zum Beispiel Dialekte und Sprachvarianten aus unterschiedlichen deutschsprachigen Regionen. Diese unterscheiden sich oft nicht nur durch die Aussprache, sondern auch im Vokabular und sogar der Grammatik im Vergleich zum Hochdeutschen. Die zweite Sprachebene ist die Umgangssprache oder auch Alltagssprache genannt. Das ist die Sprache, die wir im privaten Rahmen verwenden. Sie ist oft eine Mischung aus Mundart und Alltagssprache. Als nächstes haben wir die Hochsprache. In unserem Fall das eben erwähnte Hochdeutsch. Das ist das, was wir in der Schule lernen. Wusstest du übrigens, dass die Hochsprache ursprünglich entwickelt wurde, damit sich Menschen trotz unterschiedlicher Dialekte in einem Land besser verständigen können? Interessant, nicht wahr? Denn hätten wir kein Hochdeutsch, würde es selbst den Deutschen untereinander manchmal schwerfallen, sich zu verstehen. Ist das in deiner Heimat eigentlich auch so, dass es viele unterschiedliche Dialekte gibt und manche für dich besonders schwer zu verstehen sind? Lass es mich in den Kommentaren wissen, ich bin neugierig. Und zum Schluss haben wir die gehobene Sprache. Diese Sprachebene besitzt ein Vokabular, das sich oft dem Lateinischen bedient. Manchmal wirken die Begriffe auch etwas veraltet. Achtung, das bedeutet aber nicht, dass wir durchgehend veraltete Begriffe in der gehobenen Sprache verwenden. In der Hochsprache geht es nämlich nicht alleine um das Vokabular, sondern auch darum, wie die Sätze formuliert werden. Denn wenn es um die offizielle Sprache geht, werden oft auch sogenannte Nominalsätze verwendet. Ein Beispiel: ein normaler Verbalsatz im Vergleich zum Nominalsatz. Verbalsatz: weil sich der Zug verspätete, verpasste ich das Meeting. In gehobenerem Deutsch würden wir den Satz so umformulieren: aufgrund der Zugverspätung versäumte ich die Konferenz. Du siehst, da ändert sich neben dem Vokabular auch noch die komplette Satzstruktur. Und auch der Genitiv findet in der gehobenen Sprache wieder viel mehr Anwendung als in der gesprochenen Alltagssprache. Die gehobene Sprache wird in der Regel zum Beispiel in offiziellen und persönlichen Gesprächen zwischen Gesprächspartnern angewendet oder ist natürlich auch in der Literatur zu finden. Da wir nun die Definitionen kennen, können wir zu den Beispielen übergehen. Ich beschränke mich hier auf solche, die auch noch in unserem Leben von Bedeutung sind und werde die gehobene Sprache, die eigentlich in der Literatur verwendet wird, auslassen. Denn hier geht es vor allem darum, dass du Sätze in offiziellen Situationen parat hast, die auch realistisch eintreffen können und wo du den entsprechenden Wortschatz benötigen könntest. Wir werden also nicht darüber sprechen, was Goethe meinte, als er "Du holde Maid" schrieb oder so. Die folgenden Beispiele sind daher also eine Mischung aus Hochdeutsch und gehobenem Deutsch. Jetzt aber zu den Beispielen. Beispiel Nummer 1. Erstmal. In der Standardsprache benutzen wir dieses Wort oft, wenn wir eine Aufzählung machen. Erstmal müssen wir das Produkt bewerben und dann sehen wir, wie hoch die Nachfrage ist. In gehobenerem Deutsch würden wir stattdessen zunächst einmal sagen. Also
Zunächst einmal müssen wir das Produkt bewerben. Oder wir müssen das Produkt zunächst einmal bewerben. Gehen wir zum nächsten Beispiel über. Nur, wie zum Beispiel in wir haben nur Bestandskunden angeschrieben. In der gehobenen Sprache würden wir hier gleich zwei Wörter austauschen. Nur würden wir durch ausschließlich und anschreiben durch kontaktieren ersetzen. Der Satz in einem gehobeneren Deutsch würde daher lauten: Wir haben ausschließlich Bestandskunden kontaktiert. Du siehst, in der gehobenen Sprache verwenden wir, wie bereits erwähnt, auch gerne Ausdrücke, die eigentlich nicht aus der deutschen Sprache stammen. Wie eben zum Beispiel kontaktieren, das aus dem Lateinischen kommt. Gehen wir weiter zu Beispiel 3. Trotz. Wie in dem Satz: Er hat die Quartalszahlen erreicht, trotz seiner negativen Einschätzung. Zunächst noch einmal, es ist nichts falsch an diesem Satz, genauso wie bei den Beispielen zuvor. Es sind einfach nur Alternativen, die sich gehobener anhören. Ich weiß nämlich jetzt schon, dass sich wieder einige Muttersprachler, die dieses Video sehen, übrigens ohne irgendeinen sprachwissenschaftlichen Hintergrund, sich wieder künstlich aufregen werden und nach Argumenten suchen werden, die widerlegen, dass man die gehobene Sprache so benutzt. Aber nur weil sie es nicht tun, heißt es nicht, dass es auch andere nicht tun oder dass es falsch ist. Dazu reicht meist ein einfacher Blick in den Duden. Aber das erfordert oft mehr Arbeit, als einfach mal schnell einen unüberlegten und unfreundlichen Kommentar zu hinterlassen. Also, während sich die anderen ärgern, machen wir etwas Produktives und verbessern unser Deutsch. Also, anstatt trotz könnte man hier ungeachtet plus den Genitiv verwenden. Also, er hat die Quartalszahlen erreicht, ungeachtet seiner schlechten Einschätzung. Oder noch besser, Prognose. Also anstatt Einschätzung, Prognose. Nochmal, er hat die Quartalszahlen erreicht, ungeachtet seiner schlechten Prognose. Oder er hat die Quartalszahlen ungeachtet seiner schlechten Prognose erreicht. Beispiel 4. Gut mit Worten umgehen. Also, sie kann wirklich gut mit Worten umgehen. Auch hier verwenden wir wieder ein Fremdwort, das du vielleicht schon kennst, wenn du mehrere Sprachen beherrschst. Nämlich eloquent. Sie ist eloquent. Und anstatt wirklich würden wir in einem gehobeneren Kontext auch eher außerordentlich sagen. Also, sie ist außerordentlich eloquent. Ich finde, hier sieht man den Unterschied zwischen Standard und gehobener Sprache besonders deutlich. Hör noch einmal hin. Sie kann wirklich gut mit Worten umgehen. Sie ist außerordentlich eloquent. Beispiel Nummer 5. Zielstrebig oder ehrgeizig. Wie in: Er ist ein ehrgeiziger Mitarbeiter. In gehobenerem Deutsch würden wir anstatt ehrgeizig eher ambitioniert sagen. Er ist ein ambitionierter Mitarbeiter. Das nächste Beispiel ist vor allem im Arbeits- oder Praktikumszeugnis zu finden, wenn es darum geht, die Arbeit einer Person zu bewerten. Anstatt zu schreiben, er oder sie gab sich immer Mühe, wird der Satz so umformuliert: Er, sie war stets bemüht. Immer ersetzen wir also durch stets und aus dem Nomen Mühe machen wir ein Adjektiv: bemüht sein. Beispiel Nummer 7. In Auftrag geben. Zum Beispiel: Ich habe die Rückbuchung in Auftrag gegeben. Dieser Satz klingt auch schon so gehobener, aber um noch einen Schritt weiter zu gehen, könnte man ihn auch so formulieren: Ich habe die Rückbuchung veranlasst. Als Frage: Könnten Sie bitte die Rückbuchung veranlassen? Vielleicht brauchst du diesen Satz ja einmal in dem schriftlichen Teil der B2 oder C1-Prüfung. Apropos brauchen. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Beispiel. In der gehobenen Sprache würden wir vermutlich eher benötigen sagen. Also anstatt ich brauche Ihren Ausweis und Ihre Geburtsurkunde, könnte man auch sagen: Ich benötige Ihren Ausweis und Ihre Geburtsurkunde. Und als Frage: Was benötigen Sie noch? Oder benötigen Sie meinen Ausweis oder meine Geburtsurkunde?
Aus brauchen wird dann also, wie gesagt, benötigen. Das ist sicher auch ein hilfreicher Satz, wenn du mal auf dem Amt bist. Kommen wir nun zum letzten Beispiel. Zuschicken. Wie in Ich schicke Ihnen die Unterlagen per Post zu. Zuschicken wird in der gehobenen Sprache zu zukommen lassen. Also, ich lasse Ihnen die Unterlagen per Post zukommen. Und auch per Post würden wir hier vermutlich zu auf dem Postweg umformulieren. Also, ich lasse Ihnen die Unterlagen auf dem Postweg zukommen. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Per Post ist auch wunderbar und vollkommen korrekt. Und nun das letzte Beispiel. Ich bin da. Wie zum Beispiel, wenn Sie weitere Fragen haben, bin ich jederzeit für Sie da. Dieser Satz ist natürlich vollkommen in Ordnung. Wenn man aber einen professionellen Ton verwenden möchte, dann würde man eher zur Verfügung stehen benutzen. Also, wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Aber es geht noch formeller. Falls Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Oder auch für den Fall, dass Sie Rückfragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Anstatt Rückfragen können wir auch Anliegen sagen. Sollten Sie ein weiteres Anliegen haben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. In diesem Kontext kann man sowohl Fragen als auch Anliegen verwenden, aber Achtung, das sind keine Synonyme. Fragen sind natürlich verbale Formulierungen, Anliegen sind eher Probleme oder Zweifel. So, damit sind wir nun auch schon am Ende des Videos. Wenn du noch mehr Beispiele haben möchtest, dann lass es mich in den Kommentaren wissen und ich mache einen zweiten Teil dazu. Und vergiss bitte nicht, meine Videos zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du keins meiner Videos verpasst. Das hilft meinem Kanal sehr und so erreichen wir noch viel, viel mehr Menschen, die Deutsch lernen möchten. Bis zum nächsten Mal.